Das Ganze hat uns alle hier ziemlich mitgenommen. Ja, warum bin ich so ungern in Bangkok? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustisan. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. Im heutigen Video erzähle ich euch, was ich in Bangkok gemacht habe, warum ich nach Bangkok gemusst habe. Das erzähle ich euch in dem Video. Erzähle euch sicherlich auch noch ein paar weitere Informationen. Der ein oder andere möchte sicherlich auch wissen, was mit Schwiegermutter los ist. Das alles erfahrt ihr hier in dem Video. Ich würde einfach sagen, ihr schaut euch das Video an und wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. Bevor es aber mit dem Video losgeht, wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch dieses Video fleißig kommentiert, fleißig liked. Ihr dürft das Video auch gern teilen. Und für die neuen Zuschauer, die erst jetzt auf mich gestoßen sind, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Vergesst einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Denn die letzte Zeit kam von mir relativ wenig. Dazu jetzt einfach mehr in dem Video. Das Video von heute wird auch gar nicht so lang gehen. Das soll lediglich ein kleines Update mal wieder sein von mir hier aus Thailand. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit dem Teil aus Bangkok. Zeige euch da, was ich dort gemacht habe. Und ja, die ein oder andere Szene habe ich da eingefangen. Aber mit den Gedanken war ich letztendlich ganz woanders. Bin jetzt eben mittlerweile schon in Bangkok. Möchte hier jetzt in den nächsten Tagen meinen Reisepass erneuern. Das bedeutet für mich immer einen wahnsinnigen Stress. Das, ja, einfach Stress in dem Sinne, oder das macht mir einfach immer Kopfzerbrechen. Klappt auch alles, hat man alle Unterlagen dabei. Ja, geht das Ganze schnell vonstatten. Ich bin da immer so aufgeregt, das ja, zermürbt mich oft selbst. Und dann natürlich auch noch im Hinterkopf die kranke Schwiegermutter, wo ich zwar jetzt täglich oder ja, fast alle paar Stunden einfach ein paar Updates bekomme, wie es ihr geht. Das ja, belastet mich aber natürlich auch. Wäre jetzt gern lieber bei der Familie dort. Ich kann das mit dem Reisepass auch nicht mehr länger aufschieben. Deswegen war das jetzt einfach notwendig. Jetzt gerade in Bangkok ist keine High Season, ist eine Low Season. Deswegen, ja, aber selbst dort muss man dann natürlich schauen, muss die Preise vergleichen. Ja, so sieht das Zimmer hier aus. Es sind 2 Betten drin. Ich habe ein bisschen größeres Zimmer genommen einfach. Da der kleine Flur. Dann hier ein Fernseher, dann hier noch für die Frauen, die sich dann schick machen können. Ich brauche es nicht. Eine kleine Sitzmöglichkeit noch. Das ist dann mein Ausblick aus dem Zimmer raus. Bin hier im 23. Stock. Ja, ist auch nicht gerade ein wunderschöner Ausblick, aber ist halt Bangkok. Dann hier noch das Bad. Mit einer Dusche. Dann natürlich Waschbecken. Ja, so sieht das Ganze hier aus im Hotelzimmer. Den Rest vom Hotel werde ich dann, denke ich, die ein oder andere Szene auch noch ein bisschen was einfangen. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Ich möchte jetzt eigentlich mal die Strecke ablaufen zur deutschen Botschaft hin, dass ich dann morgen weiß, wo es denn hingeht. Muss dabei aber auch eine Straße überqueren und das ist hier in Bangkok einfach nicht ganz so einfach. Ich denke, ihr seht es am Verkehr oder hört es natürlich auch. Über die Straße muss ich gleich drüber gehen noch.
wenn ihr hier seht, die Motorräder fahren natürlich auch über Rot. Deswegen ist es einfach auch nicht ganz ungefährlich, hier in Bangkok eine Straße zu überqueren. Da sollte man wirklich immer das Ganze mit Vorsicht angehen. So, die Straße habe ich jetzt überlebt, konnte sie gut überqueren, obwohl auch wieder Motorräder natürlich über Rot gefahren sind. Aber das muss man hier einfach wissen. Ja. Auch wenn die Ampel grün ist, ist es einfach mega gefährlich. Das Hotel habe ich bewusst in der Nähe von der deutschen Botschaft gewählt, dass ich da einfach zu Fuß hinlaufen kann, um meinen Termin einfach einzuhalten. Da werde ich dann morgen zur Botschaft gehen. Termin habe ich um 10:30 Uhr und dann hoffe ich, dass da alles mit meinem neuen Reisepass klappt. Verhungern tut man hier nicht. Ich habe bewusst das Hotel gebucht, ohne Frühstück, ohne Abendessen, weil es gibt hier so viel Streetfood, es gibt hier so viel Fastfood. Dann gibt es einfach auch noch die Möglichkeit mit Grab. Das ist so eine App, sich Essen direkt ins Hotel liefern zu lassen. Das ist einfach für mich die einfachste Möglichkeit und ist um einiges billiger als das Essen im Hotel. Und schmeckt natürlich auch besser, meines Erachtens nach. Fortbewegen tue ich mich hier meistens mit Grab oder mit Bolt. Das sind zwei Apps, die quasi so private Taxis vermitteln. Das funktioniert einwandfrei und ist definitiv um einiges sicherer, weil man sieht die Taxifahrer, man sieht die Strecke, die abgefahren wird. Also es ist um einiges einfacher mit dieser App und ist zudem auch noch um einiges günstiger, als wenn man hier so ein öffentliches Verkehrsmittel, Taxi oder was auch immer nutzt. Schaut einfach mal, ladet euch die App runter, Bolt oder Grab. Ich bekomme dafür kein Geld, keine Sorge. Das sind für mich aber die zwei besten Apps hier in Bangkok oder allgemein überhaupt in Thailand. Ja, die deutsche Botschaft habe ich nun erreicht. Sind wie gesagt laut Google Maps war es eigentlich ein Weg von 12 Minuten zu Fuß. Ich habe das Ganze aber in 5 Minuten erledigt gehabt. Somit kann ich da morgen ganz entspannt dorthin gehen. Die deutsche Botschaft möchte da jetzt nicht filmen, weil das nicht erlaubt. Ihr seht dabei dort im Hintergrund, dort dieses kleine beige Gebäude. Das ist die deutsche Botschaft. Habe mir das ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber da geht es auf jeden Fall jetzt morgen hin. Warum bin ich so ungern in Bangkok? Einfach in Bangkok ist es so eine schwüle Luft hier, so eine unsaubere Luft meiner Meinung nach. Ist klar, durch die vielen Autos. Ja, wenn ich daran denke, wie es bei uns im Dorf die angenehme Luft ist. Also mich hält hier in Bangkok eigentlich nichts. Ich bin eigentlich immer froh, wenn ich hier wieder so schnell wie möglich nach Hause kann und dann die gute Dorfluft schnuppern kann. Das ist um einiges besser. Hier hat man natürlich den Vorteil, eben, es gibt an jeder Ecke was zu essen. Es gibt so viel Streetfood. Auch in der Nähe vom Hotel sind einige 7-Eleven. Also verhungern, verdursten tut man hier definitiv nicht. Man muss einfach nur natürlich bedenken, dass die Preise um einiges höher sind hier in Bangkok. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass die Preise um einiges gestiegen sind. War das letzte Mal hier, als ich eigentlich angekommen bin, vor 4 Jahren. Und da sind die Preise meiner Meinung nach einfach extrem angestiegen. Ja, jetzt sitze ich hier
wieder auf meinem kleinen Sofa. Hat Gott sei Dank alles geklappt. Mit der deutschen Botschaft hat alles reibungslos geklappt, was mich total überrascht hat. Hatte alle Dokumente dabei, aber ja, ich bin da eher so ein kleiner Monk, der sich da wirklich eher noch mehr Kopien macht, als die gewünscht sind. Es hat auf jeden Fall alles funktioniert. Ich lasse mir jetzt den Reisepass nach Hause schicken. Die deutsche Botschaft übernimmt natürlich für den Postweg keine Haftung, kann ich auch nachvollziehen. Ist auch okay für mich. Und hoffe jetzt natürlich, dass mein Reisepass schnell kommt, weil mein alter Reisepass, der läuft dann demnächst auch aus. Bin auf jeden Fall jetzt beruhigt, kann jetzt noch, sag ich mal, den restlichen Tag hier ein bisschen verbringen, werde aber nicht viel machen, weil ich, wie gesagt, Bangkok nicht großartig mag. Werde vielleicht noch den Pool mal austesten, muss ich mal schauen, aber das Wetter gibt es einfach auch nicht her und die Luft ist einfach auch nicht so angenehm. Deswegen werde ich wahrscheinlich einfach den Tag im Hotelzimmer verbringen, werde eben noch ein bisschen was für YouTube wahrscheinlich tun und dann geht es für mich dann morgen auch schon wieder nach Hause. Den Flug habe ich jetzt mittlerweile auch schon gebucht, weil ich einfach One-Way gebucht hatte, im Fall irgendwas nicht klappt mit dem Reisepass, ich hier noch verlängern muss. Aber der Rückflug ist jetzt gebucht, kann morgen dann Gott sei Dank wieder nach Hause und dann werdet ihr sicherlich dort dann auch wieder was von mir sehen, weil es geht einfach noch weiter. Ich möchte euch einfach noch ein bisschen was erzählen, was einfach so die letzten Tage, Wochen bei mir dann auch sonst noch so passiert ist. Für euch jetzt nun nur ein paar Sekunden. Für mich war das eine Reise mit, ja, glaube 700, 800 Kilometer Stunde Flug. Bin nun mittlerweile auch wieder wohl zu Hause denn angekommen. Was ist die letzte Zeit sonst noch so passiert? Ich bin nun mittlerweile 4 Jahre hier, bin glücklich, habe da wirklich jede Sekunde genießen können. Hatte natürlich jetzt dadurch, dass ich 4 Jahre schon hier bin, auch einiges zu erneuern. Da stand die Erneuerung vom Führerschein an. Da stand die Erneuerung wieder von meiner Krankenkasse, von meiner Krankenversicherung an. Ja, die Autoversicherung, es ist so viel die letzte Zeit passiert, was mich zeitlich wirklich eingespannt hat. Ja, jetzt habe ich das Gröbste hinter mir, aber das Schlimmste ist dann einfach dennoch auch passiert. Als ich in Bangkok war, habe ich dann schon von meiner Frau und von Boon dann schon natürlich erfahren, dass es Schwiegermutter immer schlechter geht. Und ja, somit bin ich dann eigentlich froh gewesen, dass ich dann letztendlich auch wieder schnell zurück konnte. Schwiegermutter ist dann leider am 1. August friedlich in Boon, ihrem Haus, eingeschlafen. Das Ganze hat uns alle hier ziemlich mitgenommen. Es ist sehr viel Familie hier angerückt gewesen, ist auch nach wie vor noch Familie hier. Und auch aus dem Grund sind da einfach die letzte Zeit einfach auch keine Videos von mir gekommen, weil die Familie und auch ich selbst das Ganze erstmal auch ein bisschen irgendwo verarbeiten muss. Wann das nächste Video von mir kommt, das mag ich euch jetzt erstmal noch nicht versprechen. Ich habe da aber auf jeden Fall auch schon ein paar Ideen, möchte da sicherlich auch nochmal ein schönes Video zum Dank an Schwiegermutter für sie machen. Werde da sicherlich die ein oder andere Szene davon noch zeigen, wie das Ganze hier so abgelaufen ist. Werde da sicherlich aber auch nochmal ein Video machen, allgemein über den Tod und Beerdigung, wie das hier in Thailand, im Isan, abläuft. Ja, das sind alles Ideen, die ich habe, die ich noch umsetzen möchte. Aber wann ich das eben tue, mag ich euch hier an der Stelle jetzt mal noch nicht versprechen. Also bleibt da einfach dran an meinem Kanal. Es geht definitiv weiter. Ich werde euch definitiv auch noch ein bisschen tiefer erzählen, was die letzte Zeit hier so passiert ist. Ja, möchte jetzt aber einfach auch noch die Zeit mit Familie, die jetzt noch hier ist. Eben Boon ist ja auch da, die Aria ist da, meine Frau ist hier. Die Zeit möchte ich natürlich auch noch ein bisschen mit denen zusammen genießen. Möchte das Ganze auch mit denen zusammen noch ein bisschen verarbeiten
Heute ist kleiner Buddha-Tag, das heißt, ich werde heute auch noch dann rausfahren zum Grab von Schwiegermutter und Schwiegervater, werde das Grab noch mal ein bisschen sauber machen und sicherlich Kerzen und Blumen dort aufstellen. Ich möchte mich an der Stelle auf jeden Fall nun fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, dass euch das kleine Update von mir hier, ja, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein bisschen gefallen hat, beziehungsweise dass ihr mal wieder was von mir gehört habt. Es kommen sicherlich wieder Videos von mir. Wann? Da lasst euch einfach überraschen. Wie gesagt, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr da auch kein Video von mir. Aber jetzt sage ich, wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund da draußen. Das ist das Wichtigste, was man haben kann. Und dann sehen wir uns ganz, ganz sicher wieder zum nächsten Video. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand.